Die Stars von mittendrin Flughafen Frankfurt. Wer sind ihre Helden aus der beliebten HR-Flughafen-Doku? Die Zuschauer durften entscheiden. Über wen möchten sie mehr erfahren? Wer bekommt den Titel mittendrin All-Star? Und das sind ihre Favoriten. Flugkapitänin Ricarda Tammerle, Follow-Me-Fahrer Mario Hahn, Feuerwehrmann Bastian Haas, Bundespolizisten Nina Lenzner und Ingo Vorberg, Pushback-Fahrer Steffen Meilinger. Sie haben entschieden und wir produzieren. Die Top 3 senden wir am Osterwochenende täglich um 18:45 Uhr im HR-Fernsehen. Heute Platz 3 unserer Challenge. Deutschlands größte Polizeidienststelle ist am Frankfurter Flughafen. Dienstbeginn für Ingo Vorberg und Nina Lenzner. Zuerst werden wir ins Terminal wohl gehen, werden da mit einem Hundeführer Streife laufen, also mit Hund. Werden gucken, was da passiert, dass alles seine Ordnung hat. Wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind, stehen natürlich auch jederzeit für irgendwelche Informationen zur Verfügung, was immer sehr gern genutzt wird von den Reisenden. Und später werden wir noch Aufgaben haben an der ZK, das ist die zentrale Kontrollstelle, da wo die Luftsicherheitskontrollen für die Passagiere stattfinden. Und was heute passiert, kann man nicht sagen, jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Ja. Ingo Vorberg und Nina Lenzner sind Bundespolizisten. Ohne Waffen gehen sie nicht ins Terminal. Moin. Magst du mal eine MP rausgeben, bitte? Und ein Funkgerät brauchen wir auch, bitte. Ihr Auftrag? Menschen und Flughafen schützen. Danke. Bewaffnet. Das ist Vorschrift. Wir empfangen jetzt eine MP, Maschinenpistole, mit 2 Magazinen, voll mit Munition selbstverständlich. Ein Funkgerät, dass wir natürlich auch erreichbar sind im Terminal. Das sind jetzt 60 Schuss auf 2 Magazine verteilt. Und damit laufen wir gleich Streife im Terminal. Ja, das vermittelt ja auch ein gewisses Sicherheitsgefühl. Und im Rückblick an die Geschehnisse der letzten Jahre ist es, denke ich, schon gerechtfertigt, wenn man mit einer MP im Terminal rumläuft. Also die Gefährdungslage am Flughafen Frankfurt ist generell immer da. Wenn hier was passieren würde, natürlich Frankfurt, Deutschland und auch die ganze Welt erfahren würde und auch treffen würde. Und hier sehr, sehr viele Leute sind und Reisende, die natürlich potenziell für Attentäter natürlich ein großes Ziel darstellen. Und deswegen ist die Sicherheitslage auch sehr groß. Und wir aber die nötigen Maßnahmen werden getroffen, die natürlich auch nicht immer öffentlich sichtbar sind, aber wir sind hier sehr gut aufgestellt am Flughafen. Nach den jüngsten Terroranschlägen in Europa werden Flughäfen noch strenger kontrolliert. Bundespolizisten wie Nina Lenzner und Ingo Vorberg sind speziell ausgebildet. Sie wären die ersten vor Ort bei einem Terrorangriff. So. Mehrere hundert Polizisten sind täglich in den Terminals unterwegs, auch in Zivil. Und dann können wir auch schon los. Nina Lenzner und Ingo Vorberg müssen ins Terminal 1. Kollegen brauchen Unterstützung. Angeblich ein verdächtiges Gepäckstück. Ein Koffer und mehrere Taschen sind keiner Person zuzuordnen. Damit gelten sie als Gefahr. Die Folge? Ein großer Polizeieinsatz. Bereiche des Terminals werden gesperrt. Kollegen sind schon vor Ort. Sieht man jetzt hier öfter, im Bereich ist jetzt hier abgesperrt. Und dann müssen wir laufen wir hier links lang. Servus. Versteckt hinter einer Sitzbank liegen Tüten und Taschen. Sie wirken verdächtig, sagen die Polizisten. Sprengstoffexperten durchsuchen die Gepäckstücke. Wir gehen immer von der größtmöglichen Gefahr aus. Das heißt, wenn irgendwo ein Koffer steht und es ist niemand dabei, dem der gehört, dann wird immer sofort eine bestimmte Reihenfolge von Maßnahmen durchgeführt, um auszuschließen, dass eine Gefährdungslage entsteht.
Das heißt, wir wissen nicht, was in dem Koffer ist. Es gab ja schon vor langer Zeit mal einen Anschlag hier am Flughafen mit einem Rucksack, der stand. Da war was Schlimmes drin und davon gehen wir immer aus. 1985 explodierten in dieser Halle mehrere Kilo Sprengstoff. 3 Menschen starben, 42 werden schwer verletzt. Deshalb dieser Aufwand. Das passiert leider mehrmals am Tag, weil viele Passagiere sehr unachtsam mit ihrem Gepäck umgehen und einfach nicht wissen, was sie damit auslösen. Entwarnung nach 10 Minuten. Keine Bombe, meldet auch Spürnase Jill. Also sehen wir jetzt hier eine große Sporttasche mit wahrscheinlich Essen und Gewürzen. Hallo, servus. Es wurde gerade aufgeklärt, dass dieses Gepäck, was sich hier befindet, womöglich einem Obdachlosen gehört, der hier im Flughafen lebt, der sich hier so ein bisschen eingenistet hat. Toast, Kleider, Schlafsack. Harmlos dürfen aber hier nicht liegen. Der Besitzer der Tüten und Taschen ist spurlos verschwunden. Die Sachen, die jetzt hier liegen, werden zum Fundbüro gebracht und dann kann sich die Person dort melden und die Sachen wieder in Empfang nehmen. Wenn das nicht passiert, dann werden die Sachen halt irgendwann zur Versteigerung freigegeben, nach ein paar Jahren. Polizeihund Jill schnüffelt fast täglich im Terminal herum. Er würde jede Bombe riechen, schwört sein Herrchen. Weiter geht's mit der Patrouille. Nächster Einsatz für Nina Lenzner und Ingo Vorberg. Diesmal an der Passagierkontrollstelle. 16 Millionen Menschen werden hier pro Jahr kontrolliert. Wer fliegen will, muss da durch. Taschen leeren, Gürtel und Schuhe ausziehen, Handgepäck und Fluggast durchleuchten. Die ganzen Arbeiter, die das hier machen, diese Durchsuchungen, dieses Durchleuchten, die sind von der Bundespolizei beliehen. Das heißt, dass es eigentlich unsere Aufgabe ist, das zu tun. Wir das natürlich personell überhaupt nicht gewährleisten können. Somit machen diese Personen im Auftrag der Bundespolizei diese Kontrollen und wir machen hier eine Aufsicht. Das heißt, wenn hier irgendwas festgestellt wird, werden wir gerufen und müssen entscheiden, ob das mitgenommen werden darf, ob das strafrechtlich irgendwelche Belange hat und wie damit weiterverfahren wird. Und jetzt postieren wir uns dann gleich hier und gucken, dass hier alles auch ruhig bleibt, dass hier alles ordentlich läuft. Und wenn irgendwelche Probleme auftreten, werden wir von diesem Personal zu dem Vorgang dazu gerufen. Und schauen wir mal gucken, was uns erwartet. Bei dieser Frau hat der Computer Alarm ausgelöst. Mit ihrem Handgepäck stimmt etwas nicht. Hallo, servus. Was haben Sie denn da drin im Rucksack? Flüssigkeiten? Lassen Sie den Herrn mal machen. Haben Sie Medikamente oder sowas? Ja, das ist nämlich oft auch der Grund. Ja, das ist oft der Grund, warum das angeschlägt dann. Ja, wenn da Tabletten oder Medikamente. In einer Stunde geht ihr Flug nach Bangkok. Die feuchten Wattetücher sind wohl das Problem. Ja. Das steht nicht, das steht keine Milliliter. Ja, aber das ist zu groß. Aber das sind über 100 Milliliter. Ja. Das ist ja voll und das ist ja das ist zu groß. Das darf leider nicht mit. Es gibt verschiedene Gründe, warum es anschlagen könnte. Wir haben zum Beispiel, gerade nach Silvester, haben wir ganz viele Alarme, weil natürlich die Leute mit Schwarzpulver zu tun hatten. Dann bei solchen Sachen haben wir viel Medikamente. Das sind Substanzen drin, die anschlagen, bei Tabletten oder sowas. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Behältnis, was größer ist als 100 Milliliter, was nicht mitgenommen werden darf. Wir haben hier Kaffeekapseln. Das Ganze wird jetzt geguckt, was da drin ist im Rucksack, wird dann nochmal nachkontrolliert. Und wenn dann nicht mehr das Gerät anschlägt, ist die Sache für uns erledigt und die Dame darf weiterreisen. Flüssigkeiten sind im Handgepäck nur in geringen Mengen erlaubt. Die Problematik bei diesem Gefäß hier liegt darin, dass diese Wattepads, diese Abschminktücher, die sind feucht. Und dadurch, dass das Behältnis an sich mehr als 100 Milliliter umfasst, darf das nicht mit in den Sicherheitsbereich reingebracht werden. Weil diese Behältnisse, die hier reingebracht werden, maximal 100 Milliliter umfassen dürfen. Ob nun geschlossen oder offen, das ist egal. Dementsprechend darf dieses Gefäß nicht mit reingenommen werden. Na gut, dann gucken wir noch mal, ob wir da noch was finden und dann ist das... Das passt, ne? Gut, dann packen Sie alles zusammen. Ja. Ihr Pass, das machen wir weg. Alles klar. War's das, ne? Prima, alles klar. Die 100-Milliliter-Regel gilt seit 2006. Auslöser war ein geplanter Terroranschlag am Flughafen London Heathrow. Selbstmordattentäter hatten Plastikflaschen mit flüssigen Chemikalien gefüllt, getarnt als Fitnessdrink. Sie wollten damit Flugzeuge sprengen. Die Tat konnte verhindert werden. Seitdem sind Flüssigkeiten nur bis zu 100 Milliliter erlaubt und das auch nur in durchsichtigen, verschließbaren Beuteln. So, dann wollen wir mal einen Kaffee genießen. Die Leitstelle meldet zurzeit keine Einsätze.
Sie nutzen diesen Moment für eine kurze Pause. Haben sie eher selten und schon gar nicht regelmäßig. Kleine Kaffee-Break muss auch mal sein. Aber es geht gleich weiter und wahrscheinlich müssen wir den Kaffee auch schon wieder mitnehmen, wenn wir gleich wieder angefunkt werden, dass es weitergeht. Aber so ist es halt. Aber Zeit für einen kurzen Kaffee gibt es immer mal. Seit 25 Jahren ist Ingo Vorberg bei der Bundespolizei. Ich wollte ursprünglich studieren, Bauingenieurwesen, musste damals zur Bundeswehr, noch 15 Monate Wehrpflicht, habe mich dann da nach 9 Monaten verpflichtet für 4 Jahre. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich war auf dem Schiff, auf dem Zerstörer, bin sehr, sehr viel rumgekommen in der ganzen Welt. Und nach diesen 4 Jahren wollte ich einfach nicht mehr studieren. Da habe ich schon gutes Geld verdient. Und dann habe ich mich erkundigt, Polizei, was es da gibt. Und dann habe ich mich bei der Hessischen Landespolizei beworben und auch beim damaligen Bundesgrenzschutz. Und dann hat der Bundesgrenzschutz, jetzt Bundespolizei, war einfach schneller. Hat mir schneller geantwortet, hat gesagt, ja, Sie können bei uns anfangen. Dadurch, dass ich schon 4 Jahre bei der Bundeswehr als Vorgesetzter gearbeitet habe, wurde mir 1 Jahr Ausbildung geschenkt. Also ich musste nur 18 Monate Ausbildung machen. Und da habe ich mir dann natürlich gedacht, super, ne? 18 Monate Ausbildung, dann bist du fertig als Polizeibeamter, das machst du. Bin dann eingestellt worden in Bad Hersfeld, eine Abteilung, die gibt es schon lange nicht mehr. Und bin dann direkt danach auch zum Flughafen gekommen und habe es nie bereut. Nina Lenzner wurde der Beruf quasi in die Wiege gelegt. Gleich nach ihrem Abitur hat sie sich für die Aufnahmeprüfung angemeldet. Ich wollte schon immer zur Polizei gehen und mein Vater hatte damals einen ausgebildeten Schutzhund, als ich noch ganz klein war, und der hat immer erzählt, wie er mit der Hundestaffel trainiert hat, und mein Stiefvater war selber damals beim Bundesgrenzschutz. In meinem Alter hat er angefangen damals, und das hat sich für mich hat sich da nie die Frage gestellt, was ich werden möchte. Das war irgendwie von vornherein für mich klar. Und Bundespolizei deshalb, weil man hier einfach so viele Möglichkeiten hat, die man ergreifen kann. Also es ist nicht das eintönige, nur das Flughafenleben oder nur Bahnhof, sondern alles kann man machen. Man kann hier man kann Rückführung fliegen, man kann für Frontex ins Ausland gehen, man kann als Dokumentenberater ins Ausland gehen. Das sind einfach Möglichkeiten und Chancen, die kann man ergreifen, und es macht Spaß. Die 23-Jährige möchte noch an anderen Flughäfen arbeiten und sich weiter ausbilden lassen. Sie müssen weiter. Diesmal werden die Polizisten in der Zentrale gebraucht. 2 Männer aus Afrika wurden vorläufig festgenommen. Sie hatten bei der Einreise keine Pässe. Vermutlich hat sie ein Schleuser nach Frankfurt gebracht. Die Bundespolizisten Nina Lenzner und Ingo Vorberg sollen den Fall bearbeiten. Ohne Dokumente aus einer Maschine aussteigen, das haben wir sehr oft. Die Passagiere können ihre Papiere, wir sagen immer, verlieren auf der Maschine, also auf dem Flieger. Das heißt, sie werden zerrissen und im Klo runtergespült. Teilweise fliegt ein Schleuser mit, der die Papiere an sich nimmt. Die Polizisten wollen mehr über die Männer erfahren. Hallo, Sir, can you come with me, please? Wo kommen Sie her? Okay, follow me. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Dafür haben Sie einen Dolmetscher angerufen. Verhör per Telefon. Ja, alles klar. Gut, so kriegen wir das. Ich gebe sie mal weiter. Den passenden Dolmetscher zu finden, ist gar nicht so einfach, sagen die Polizisten. In Afrika gibt es hunderte Dialekte. Heute klappt's. Der Mann kommt aus dem Kongo. Kinshasa, ist okay, ich habe verstanden, Kinshasa. Also was mir immer nahe geht, wenn Fälle mit Kindern, wenn irgendwie Kinder dabei sind, wenn jetzt eine Flüchtlingsfamilie kommt mit kleinen Kindern, das geht mir eher noch näher, weil ich selber Familienvater bin. Und ich höre mir halt wirklich jede Geschichte an, und je nachdem, wie die Geschichte gelagert ist, nehme ich das auch manchmal mit nach Hause und rede da vielleicht auch mal abends drüber dann, heute war das und das, das war ein bisschen komisch. Aber im Prinzip ist das unser Job, und wir dürfen nicht alles an uns ranlassen. Ne? Ich meine, wir müssen das professionell abarbeiten, aber man muss immer menschlich bleiben. Das finde ich ganz wichtig in unserem Beruf, und auch die Person immer gut behandeln. Ich sage immer, wie man in den Wald reinruft, so Hals zurück. Der Mann hat keinen Ausweis. Wie alt ist er, wollen die Polizisten wissen.
Ich habe jetzt aber hier Geburtsdatum, habe ich jetzt 81.08.1998. Das passt nicht ganz. Das passt nicht? Das Geburtsdatum, der 81.08., das kommt nicht ganz hin. Da muss er sich nochmal überlegen, wann er geboren ist. Ach, das ist 8. Moment, wann ist er geboren? Ich schreibe es kurz. 8. 8. Le 8 août. 8.8.98. Ja. Okay. Über Angola und Mosambik sei er nach Frankfurt gereist. Der Mann erzählt, warum er aus dem Kongo geflohen ist. Er war Fahrer von einem sehr reichen, einflussreichen Herrn im Kongo. Und jedes Mal, wenn der Herr in dem roten Hoodie eine Frau hatte und sich mit der verlobt hatte, hat der Chef, also der, für den er gearbeitet hat, die ihm weggenommen, ausgespannt und hat die geheiratet. Das Ganze ist 4 Mal wohl passiert, hat dann aus Rache wohl nach dem 4. Mal das teure Auto verkauft. Gut, der reiche, einflussreiche Herr, für den er gearbeitet hatte, der hat natürlich dann mit seinen Männern versucht, ihn zu finden und wollte ihn auch umbringen. Dort an der Grenze zu Angola hat er einen Schleuser kennengelernt oder gefunden. Da gibt es natürlich dann Mittel und Wege, da Schleuser zu finden. Das war wohl ein älterer Herr, zwischen 70 und 75, der ihm für $3.500 die Reise angeboten hat nach Deutschland. Also dass er alles für ihn besorgt, die Dokumente, das Ticket und so weiter und ihn hierher bringt. Ich hole erstmal den anderen. Okay, Sir. 1300 solcher Fälle bearbeiten die Polizisten pro Jahr. Sie werden auch den anderen Mann verhören. Die Beamten wollen vor allem mehr über die Gründe ihrer Flucht aus Afrika erfahren. Es geht um ihr Schicksal. Nina Lenzner kennt jetzt auch die Geschichte des zweiten Mannes. Und zwar hat er uns erzählt, dass er für eine Partei gearbeitet hat im Kongo und dort bei der Mobilisierung von Jugendlichen geholfen hat, Flugblätter verteilt hat und dass er bei einer Demonstration der katholischen Kirche mitgewirkt hat und daraufhin dann von der Polizei verhaftet wurde. Dann in ein Gefängnis gesteckt wurde und von dort aus immer mal wieder die Gefängnisse wechseln musste und irgendwann bei einem Großausbruch dann flüchten konnte. Die Männer wollen Asyl beantragen. Doch können sie in den Kongo zurück? Sind sie in ihrer Heimat in Lebensgefahr? Solche Schicksale berühren Nina Lenzner. Es ist gar nicht möglich, das einfach abzustreifen mit der Uniform nach dem Dienst. Das geht nicht. Also man nimmt es mit nach Hause und es belastet auch teilweise, je nachdem, was für Geschichten das sind. Und das ist ja auch sehr, sehr häufig der Fall. Es ist ja nicht so, dass wir das vielleicht einmal im Jahr haben, sondern man hört sowas schon regelmäßig. Und das ist unvorstellbar schrecklich. Also bei dieser Person wurde jetzt nichts mehr gefunden. Es wurde noch eine Bibel gefunden. Das zeigt halt, dass er Christ ist. Ein paar Fotos von der Heimat. Er hat wohl 4 Kinder. Die hat er jetzt alleine im Kongo gelassen. Seine Frau ist gestorben. Habe ich ihn auch gerade gefragt, was er dazu meint, dass er jetzt hier ist und seine 4 Kinder allein im Kongo. Hat er nur mit den Achseln gezuckt. Also da muss man schon sehr verzweifelt sein, wenn man seine 4 Kinder allein im Kongo lässt und hierher flüchtet. Aber müssen wir halt mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt werden wir da das Gleiche bei dem Herrn durchführen. Beide Männer werden in eine Unterkunft am Flughafen gebracht. Dort warten Flüchtlinge auf das Ergebnis ihres Asylantrags. Die Polizisten erfahren, der Mann, den sie zuerst verhört haben, muss zurück in seine Heimat. Der andere Afrikaner darf Asyl beantragen. Nina Lenzner und Ingo Vorberg müssen wieder raus aufs Vorfeld. Sie wollen Passagiere direkt am Flieger kontrollieren. Wir führen jetzt eine Dokumentensichtung hier am Gate direkt durch und warten jetzt darauf, dass die Maschine ankommt, blockt und dass die Passagiere aussteigen. Und dann lassen wir uns von jeder Person, die aus diesem Flieger aussteigt, erstmal einen Pass zeigen, um zu schauen, ob sie vorschriftsmäßig ausgewiesen sind. 6.000 Menschen reisen pro Jahr illegal über den Flughafen nach Deutschland, ohne gültige Dokumente. Fluggesellschaften müssen Reisedokumente ihrer Gäste vor Abflug überprüfen. Sonst können sie für die Folgen haften und müssen ein Bußgeld zahlen. Deshalb kontrolliert die Polizei direkt am Flieger. So wissen sie zweifelsfrei, mit welcher Airline die Passagiere gekommen sind.
Diese Maschine kommt aus Tunesien. Hallo? Die Adresse stimmt noch? Sollten illegale Passagiere an Bord sein, müsste die Fluggesellschaft sie auf eigene Kosten sofort zurückbringen. Merci. Salam. Für die Passagiere sind solche Kontrollen oft lästig. Für die Beamten ist es hilfreich, mögliche Verstöße gleich festzustellen. Das war's, alle Passagiere sind raus. Die Kollegin überprüft gerade noch ein Visum, so wie ich das sehe. Keine Vorfälle. Alle 200 Passagiere haben gültige Dokumente. Have a nice day in Germany. It's Thank okay. you. Shukran. Just follow the sign to the exit area. 2019 haben sie 1700 Menschen festgenommen und 7300 Personen abgeschoben. Das war's für heute. Morgen haben sie Frühdienst. Ihre Weste braucht sie jeden Tag. Vorschrift auf dem Vorfeld für Nina Lenzner und Ingo Vorberg. Ihr erster Auftrag ist soeben gelandet. Wir haben jetzt eine Maschine aus Bahrain, da machen wir eine Dokumentensichtung. Das heißt, wir lassen uns von allen Passagieren, die aussteigen, die Pässe zeigen und überprüfen, ob die alle Dokumente dabei haben, ob die nötige Visa dabei haben und ob alles passt für die Einreise oder Durchreise. Und des Weiteren ist ein Fahndungstreffer auf dieser Maschine drauf. Das heißt, es ist ein verlustiger Reisepass, ein deutscher. Da müssen wir jetzt gucken, ob die Person auch stimmig ist mit dem Reisepass. Das heißt, dass niemand anderes diesen verlustigen Reisepass benutzt. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet auf der Maschine. Verlustig, das ist Amtssprache aus dem Mittelalter. Egal, jeder hier weiß, was gemeint ist. Ein Reisepass ist als gestohlen, verloren, verlustig gemeldet. Doch jemand reist mit diesem Pass auf dieser Maschine. Wie kann das sein? Ein Fall für die Bundespolizei. Der Flieger aus Bahrain ist ausgebucht, 139 Passagiere. Einer von ihnen hat den vermissten Pass. Diese Person müssen sie jetzt finden. Nina Lenzner ist vorbereitet. Das sind jetzt die Daten der Person, die ausgeschrieben ist, weil wir müssen die Daten der Person haben. Und diese ganze Zettelwirtschaft ist immer ein Problem. Dann steht man bei der Kontrolle mit dem Zettel in der Hand und dann fliegt er nachher noch weg und so ist es einfacher. Dann machen wir es nach der Kontrolle mit Desinfektionsmittel einmal wieder weg, aber so ist es einfacher. Dann hat man den Pass in der Hand und hat nebenbei direkt die Daten der Person drauf, nach der man Ausschau hält. Das vereinfacht die Sache sehr. Für Bodenpersonal, Passagiere, Piloten und Flugbegleiter ist dieser Einsatz überraschend. Die Polizisten melden sich nicht an, sie kommen einfach. An Nina Lenzner und Ingo Vorberg kommt jetzt keiner vorbei. Da das Flugzeug hier heute 2 Treppen dran hat, muss es leider so sein, dass einer von uns vorne kontrolliert und die andere Person hinten, der andere Kollege, damit wir auch alle Passagiere kontrollieren können. Ansonsten besteht natürlich die Gefahr, die Hälfte steigt vorne aus, die andere Hälfte hinten. Halbe Flugzeug kontrolliert, das ist nicht Sinn der Sache. Die Daten vom verlustigen Reisepass haben die Beamten aus dem weltweit vernetzten Fahndungscomputer. Die meisten Passagiere wollen in Frankfurt umsteigen. Einwohner aus Bahrain benötigen ein Visum, wenn sie nach Deutschland reisen. Nina Lenzner und ihr Kollege sind speziell für Einreisekontrollen ausgebildet. Gefälschte Dokumente würde Nina Lenzner sofort erkennen. Morgen. Thank you. Hallo. Ingo Vorberg kontrolliert am Ausgang hinten. Bis jetzt war alles in Ordnung. Die meisten wollten nach Amerika weiter oder hatten deutsche Pässe. Der Fahndungstreffer wurde noch nicht gefunden. Schauen wir mal, was noch kommt. Die Maschine ist ja noch halb voll. Good morning. Go to Canada right now? Busfahrer und Passagiere brauchen Geduld. Und das nach 7 Stunden Nachtflug. Doch dann Treffer. Nina Lenzner hat ihn, den gesuchten Ausweis. Die Besitzerin soll neben ihr warten. Genau, also ich habe jetzt den Pass der Dame und die Dame neben mir stehen. Dann werden wir gleich noch mal einmal eruieren. Ich denke mal, Sie haben den Pass wiedergefunden? Ja, genau. Dann müssen wir gleich noch mal ganz kurz ein paar Fotos machen, weil wir einen Fahndungshinweis schreiben müssen, dass der Pass aus dem System kommt. Also sonst werden Sie jedes Mal, wenn Sie an den Flughafen kommen, aufgehalten von uns und es werden Bilder gemacht vom Pass. Deswegen, ich muss nur einmal ganz kurz fertig kontrollieren, damit die Passagiere den weiterführen.
kommen Sie gerade her? Aus Thailand. Aus Thailand? Okay, aus dem Urlaub. Was war mit dem Ausweis? Habe ich irgendwann mal verloren und dann festgestellt, dass er doch eigentlich die ganze Zeit in meiner Tasche war. Sie hätte die Behörden informieren müssen. Somit wurde nach dem Pass gesucht, weltweit. Das ist gar kein Problem, wir haben das täglich. Also wirklich täglich und in den meisten Fällen ist der Pass einfach nur wiedergefunden worden. Wie gesagt, es ist nur eine kurze Meldung für uns, aber immer ein riesen Aufwand. Sie wird später die Daten aus dem Fahndungscomputer löschen. Dann kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Und ich hoffe für Sie, dass das demnächst bald aus dem System draußen ist. Schönen Schönen Tag noch. Tschüss. Verlorene oder gestohlene Pässe werden oft missbraucht, sagt Nina Lenzner. Lieber so 5 Minuten mal bei uns stehen und einmal die Pässe fotografieren lassen, als dass irgendeine andere Person den Pass dann an sich nimmt und im Namen dieser Person durch die Welt reist und eventuelle Straftaten begeht. Straftaten mit verlorenen Pässen erleben sie jede Woche. 2019 hatten sie 18.000 Fahndungstreffer. Noch ein Kontrollblick in die Kabine, dann müssen sie zur nächsten Maschine. Morgens landen die meisten Langstreckenflüge und viele Frühflieger aus Europa. Nina Lenzner und Ingo Vorwerk haben Zeit für Flughafenromantik. Der nächste Flieger, den sie kontrollieren wollen, landet erst in 30 Minuten. Die Beamten lieben ihren Job. Keine andere Dienststelle in Deutschland sei so aufregend. Man darf nicht vergessen, wir befinden uns hier an Deutschlands größter Außengrenze. Hier ist immer etwas los. Wir haben ja den bahnpolizeilichen Aspekt, wir haben die Luftsicherheit, wir haben natürlich dann auch den grenzpolizeilichen Bereich. Und Tage, an denen mal nichts passiert in Frankfurt, die sind rar gesehen. Also über mangelnde Arbeit können wir uns nicht beschweren, definitiv nicht. Und es macht auch wirklich viel Spaß, teilweise hier auch mit den vielen verschiedenen Menschen zu arbeiten. Also ist schon schön. Bundespolizisten schützen Menschen und Flughafen. Personenkontrollen gehören zum Hauptgeschäft. 2019 waren das 29 Millionen Kontrollen. Der Flughafen an sich ist super interessant und spannend. Und wir kriegen halt wirklich durch unseren Beruf Einblicke in den kompletten Ablauf des Flughafens, der ja mit über 80.000 arbeitenden Leuten hier am Flughafen eine Kleinstadt ist. Und wie das hier alles ineinander läuft, das ist schon verrückt. Und wenn man da einen Einblick mal erhält, ist das schon sehr, sehr interessant. Neben Einblick gibt's auch Ausblick. Die Sonnenaufgänge am Flughafen gehören zu den schönsten, sagen die Polizisten und fahren zu ihrem Einsatz. Also wir fahren jetzt zur Position Anton 18. Das ist im A-Bereich des Flughafens. Dort machen wir eine sogenannte Binnenkontrolle. Das ist eine Maschine aus Athen. Binnenkontrollen innerhalb der EU sind strenger geworden. Denn auch auf diesem Weg versuchen mittlerweile immer mehr Menschen illegal nach Deutschland einzureisen. Die Maschine aus Athen ist pünktlich. Griechenland ist eine Hauptanlaufstelle geworden für Flüchtlinge. Von dort aus versuchen viele nach Deutschland zu kommen, erzählt Ingo Vorwerk. Ja, Griechenland hat natürlich die Mittelmeeranbindung und natürlich, was man so mitkriegt in den Medien, auch viel übers Mittelmeer. Flüchtlinge ankommen, von der Türkei auch nach Griechenland rüber. Und die Versorgung in Athen oder in Griechenland auch nicht so gut ist, wohl wie in anderen westlichen Ländern. Und dann versuchen viele dann weiterzureisen Richtung Norden in Europa. Und das ist auch von Italien auch teilweise der Fall. Und so ist es halt nun mal. Und wir versuchen das zu verhindern, aber man kann nicht komplett die Grenze dicht machen und schützen. Aber man kann einen Teil dazu beitragen. Viele Flüchtlingsfamilien kaufen von ihrem letzten Geld ein Ticket nach Deutschland. Doch die Bundespolizei muss sie wieder zurückschicken, weil die Familie die Einreisebestimmungen nicht erfüllt. Tag, die Pässe bitte. Passports, please. Schicksale, die berühren. Auch Polizisten bei allen Vorschriften. Merci, au revoir. Mein Kollegen bitte. Scheinbar hat Nina Lenzner wieder so einen Fall entdeckt. Sie kontrolliert den Pass eines Flüchtlings.
Das ist ein griechischer Flüchtlingspass. Im Grunde genommen sind die genauso aufgebaut wie die normalen griechischen Reisepässe. Vom Einband her sehen sie ein bisschen anders aus. Gekennzeichnet hier durch die Striche und eine andere Farbgebung mit einem griechischen Aufenthaltstitel. 2 Frauen und 3 Kinder wollen mit Flüchtlingspässen einreisen. Sie kommen aus dem Irak. Angeblich folgen sie einer Einladung eines Freundes aus dem Saarland. Also Pässe sehen gut aus, ne? Okay. Nina Lenzner will mehr erfahren. Mit einem Flüchtlingspass dürfen sie nur 3 Monate Griechenland verlassen. You just yes, you can stay just 3 months. Sie müssen ausreichend Geld dabei haben für ihren Aufenthalt in Deutschland. Und ein Rückflugticket sollten sie auch besitzen. Die Familie hat nur 100 € einstecken und kein Rückflugticket. Vorberg von der Bundespolizei, hallo, mit wem spreche ich? Ingo Vorberg hat den Gastgeber am Handy. Guten Morgen, mit wem spreche ich bitte? Ja, und Sie erwarten heute Besuch. Wie lange bleibt sie denn bei Ihnen? Die ganze Familie ist ja hier. Der Mann aus dem Saarland muss dafür bürgen, dass er für die Frauen und Kinder alle Kosten in Deutschland übernimmt und die Rückreise zahlt. Und die wohnt dann bei Ihnen, oder? Angeblich kein Problem. Ja, der wohnt im Saarland, der sagt, da können die auch wohnen und alles. Der ist seit 4 Jahren hier, hat perfekt Deutsch gesprochen, arbeitet hier. Was da machen? Gut. Ja, die wohnen bei dem, der versorgt die auch. Sie haben kein Geld dabei, Sie müssen ja irgendwie den Flug wieder zurück bezahlen, dass er das übernimmt. Also der Gruppenleiter meinte gerade, die würden die wahrscheinlich einsacken jetzt, ne? Ja, dann sollen sie machen. Einsacken heißt mit auf die Wache kommen zum Verhör mit Dolmetscher. Wie bitte? Ja, also ich habe gerade mit dem Gruppenleiter Rücksprache gehalten. Grundsätzlich muss man sagen, die Personen haben angegeben, 1 Woche bei Freunden in Deutschland bleiben zu wollen, bei einem Freund. Kein Geld, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, keine Unterkunft, kein Rückflugticket. Auf die Frage, wie sie denn wieder nach Hause nach Griechenland kommen wollen, kam nur, ja, Rückflugticket müssen wir kaufen, aber wir haben kein Geld. Jetzt muss auf der Wache gleich mal genauer hinterfragt werden, wie die Personen sich das vorstellen, sich den Lebensunterhalt in Deutschland zu finanzieren, weil eine Woche kann lang werden ohne Geld, um sich Nahrungsmittel und Wasser zu kaufen, eine Unterkunft zu haben und zu Fuß, denke ich, wollen sie nicht nach Griechenland zurück. Dementsprechend muss dann in irgendeiner Art und Weise jetzt aufgeklärt werden, wie die da vorhaben, wieder zurück nach Griechenland zu kommen. Oder ob sie es überhaupt vorhaben, weiß man nicht. Ist der angebliche Freund aus dem Saarland wirklich ein Freund oder ein Vermittler für illegale Einreisen? Etwa ein Schleuser? Das klären sie jetzt auf der Wache. Es sei schwer, Personen wiederzufinden, wenn sie eingereist sind und den Flughafen verlassen haben, erzählen die Polizisten. Deshalb muss der Fall vor Ort geklärt werden. Darum kümmern sich jetzt Kollegen. Gut, dann weiter geht's. Nina Lenzner und Ingo Vorberg haben einen neuen Auftrag. Andere Tür, wir müssen da drüben raus. 2200 Polizisten arbeiten auf Deutschlands größter Dienststelle. In der Zentrale hat ein Kollege einen Spezialauftrag für die beiden. Servus. Hallo. Hi. Da sind wir. Erzähl mal. Wir erwarten gleich eine Maschine aus Ljubljana. Finden sich 2 Auslieferungen drauf. Eine wird durch eine andere Streife bearbeitet, die euch erwartet. Da rechnen wir mit einem gewissen Widerstand. Die Person ist bekannt aufgrund verschiedenster Delikte, die sie bereits begangen hat, unter anderem gefährliche Körperverletzungen, Bandendiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Wir 2 werden auch mit vor Ort sein und euch unterstützen. Gut. Ziel ist es, die Person erstmal vom Flugzeug runterzuholen und dann hier auf der Dienststelle Haftbefehl zu eröffnen. Soll dann nachher im Amtsgericht vorgeführt werden. Alles klar. Handschellen, Handschuhe, haben wir alles dabei. Handschuhe hast du? Nee, Handschuhe nicht. Gut, nur dann. Alles klar. Schauen wir mal, was uns erwartet. Viel wissen die Polizisten nicht über den Mann. Er sei Afghane, ein anerkannter Flüchtling in Deutschland. Hier wird er gesucht mit 2 Haftbefehlen. Er ist nach Slowenien abgetaucht. Doch dort begeht er weitere Straftaten, wird festgenommen. Jetzt soll er zurück nach Deutschland. Als anerkannter Flüchtling muss er in das Land zurück, in dem er registriert ist. In seinem Fall Deutschland. Hallo? Die haben für uns immer nach Bord. 2 Mal. So soll es sein.
Wollt ihr erst alle aussteigen lassen? Dann lasst erst alle aussteigen. Er ist auf jeden Fall an Bord dann, den Herrn, den wir suchen, wo wir auch eventuell mit Widerstand rechnen. Vielleicht ist er auch ganz friedlich und hat sich besonnen auf seine Reise jetzt. Gut, wir werden abwarten, was passiert. Wir sind auf alles vorbereitet und jetzt lassen wir erstmal die Passagiere aussteigen und dann haben wir hier freie Hand. Es gab schon Fälle, da wollten Täter fliehen, rannten quer über die Start- und Landebahnen. Chancenlos. Da müssen wir mal gucken, was da passiert jetzt. Das weiß keiner. Deswegen sind wir auch mit so vielen Leuten hier vor Ort. Auch ein slowenischer Polizist ist mitgeflogen. Er hat auf den besonderen Fluggast aufgepasst. Der junge Mann geht als letzter von Bord. Hallo? Sie sprechen Deutsch? Ja, ein bisschen. Gut, wir gehen erstmal zum Auto, dann gehen wir auf die Dienststelle. Nicht so schnell, immer schön bei mir bleiben. So, ich setze mich zuerst rein und Sie folgen mir. Ja? Kopf einziehen. Moment. Geht nicht, okay. Neben mir Platz nehmen, anschnallen bitte. Alles gut? Ja. Ja? Guten Flug gehabt. Alle Gepäck? Gepäck? Package-Tag? Nein, Rucksack, keine Rucksack. Ein Koffer gar nichts. Nein. Nur Sie alleine? Ja. Gut, dann können wir so zurückfahren. Alles klar. Gar nichts an Gepäck, dann kommen wir jetzt los. Gut, wir fahren jetzt zur Dienststelle und dann gucken wir mal, wie es weitergeht mit Ihnen. Ja? Der Vorbestrafte erzählt von seiner Haft im slowenischen Gefängnis. Okay. War nicht so gut wahrscheinlich. Nein. Dann jetzt wieder Gott sei Dank in Deutschland. Gucken. Ja, gucken. Hier ein bisschen benehmen, dann ist alles gut. Ja, ich will auch. Der Transport verläuft friedlich. Bisher besser, als wir erwartet haben. Er hat natürlich auch schon eine Straftat, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte begangen. Dementsprechend Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aber Stand jetzt haben wir das gut über die Bühne gebracht und die Person ist bis jetzt ruhig. Die große Mehrheit aller Flüchtlinge in Deutschland ist nicht kriminell, sagt die Polizei. Straftäter wie dieser Mann sind Einzelfälle. Umso wichtiger, dass sie festgenommen und verurteilt werden. Dann kurz die Jacke ausziehen, das Handy bitte mir übergeben. Handy hier rein. Alles, hier machen Sie alles da rein. Haben Sie noch irgendwas in den Taschen? Meine Mutze. Alles da rein, alles da rein. Jacke ausziehen. So, gerade mal hier rüber treten, da wo die Fußabdrücke sind. Das ist zur Ehre und zu unserer Sicherheit. Ne? Machen wir kurz, ob es noch irgendwas Gefährliches. Ja, ich muss ja gucken. Der Mann könnte im Flieger Gabel, Messer oder andere scharfe Gegenstände eingesteckt haben. Normaler Gürtel. Mal gucken. Ingo Vorberg will keine Überraschungen erleben. Wenn das alles in Ordnung ist, Gleich in die wird einmal Zelle. Face-ID gemacht. Das bedeutet, wir checken seine Fingerabdrücke, weil er mehrere Alias-Personalien hat, also andere Namen, mit denen er sich mal ausgewiesen hat, als die er sich ausgegeben hat, um festzustellen, ob er wirklich die gesuchte Person ist. Wird jetzt einmal seine Identität überprüft und wenn wir damit fertig sind, dann wird er bis zur Haftverführung in die Zelle gesteckt. Der Polizeicomputer kennt den jungen Mann. 14 Straftaten sind gespeichert. Drogenhandel, Diebstahl, Körperverletzung. Er war jetzt ganz ruhig, anscheinend geläutert. Ich hatte mich auch mit ihm unterhalten im Auto. Gesagt, was er denn für einen Mist gebaut hat in Deutschland. Sagt er, ja, er weiß, er war jung, er hat Mist gebaut, er will das nicht mehr, er will sich jetzt bessern. Gut, er war völlig ruhig. Schön für uns ist das prima, dass es jetzt so läuft. Er hat alles mitgemacht, hätte auch anders laufen können. Wir sind froh, dass es so war. Wir haben keinen Ärger gehabt, er hat keinen Ärger gehabt. Er kriegt jetzt gleich den Haftbefehl vorgelesen, kriegt seine ganzen Rechte, kriegt er nochmal alle ganz detailliert vorgelesen. Und dann wird er wahrscheinlich dann eingeliefert werden in die JVA. So, gehen wir kurz in die Zelle, komplett durchsuchen. Kennen Sie auch schon das Prozedere? Kurz warten bitte, ich brauche ein paar Handschuhe. 52. Menschlich bleiben und jede Person gut behandeln, das ist beiden Polizisten wichtig, egal was der Täter angestellt hat. Hier bleibt er, bis Polizisten ihn ins Gefängnis nach Frankfurt fahren. Schuhe und Gürtel muss er abgeben, damit könnte er sich verletzen. Na, falls was ist, sag Bescheid. Gut. Für Nina Lenzner und Ingo Vorberg ist der Auftrag erledigt. Sie haben schon einen neuen.
wieder auf dem Vorfeld. In wenigen Minuten landet eine Maschine aus Budapest. An Bord ein Straftäter. Nina Lenzner und Ingo Vorberg werden den Mann abholen. Die Sicherheitswarnweste, dass wir auch auf dem Vorfeld von jedem erkannt werden und nicht überfahren werden. Was schon des Öfteren passiert ist. Die Treppe. Und auch gleich passieren kann. Abflug. Die Fluggastbrücke kommt. Da kommt unsere Maschine rein. Dann hoffe ich, dass sie so schnell wie möglich hinten eine Treppe dran machen und dass wir dann die Person hinten über die Treppe abholen können. Über Abschiebungen aus Deutschland wird viel geredet. Kaum aber über Abschiebungen nach Deutschland. Deutsche Straftäter, sie kommen aus aller Welt und landen in Frankfurt. Sie haben nach der Zweidrittelregel einen Teil ihrer Strafe in dem Land verbracht, in dem sie verurteilt wurden. Den Rest ihrer Strafe dürfen sie dann in Deutschland absitzen, so wie in diesem Fall. Sie sind verhaftet, sind jetzt in Deutschland, Sie wissen Bescheid. Alles Weitere klären wir auf der Dienststelle, ja? Meiner Kollegin folgen bitte. Wir fahren jetzt erstmal auf die Dienststelle und dann werden wir noch ein paar Formalitäten klären. Einsteigen, mit dem Kopf aufpassen, ganz in die Ecke und anschnallen bitte. Oh, hello, nice to meet you. Ungarische Polizisten haben den Deutschen begleitet. Oh, hello, sorry. Okay. Sie sind von Interpol, eine weltweit tätige Polizeiorganisation. Sie werden heute noch zurückfliegen nach Budapest. In der Wache werden die Papiere ausgetauscht. Abschiebungen haben strenge Auflagen, auch bürokratisch sind sie aufwendig. Hoffentlich geht's schnell. In 4 Stunden startet der letzte Flieger für heute nach Ungarn. Wir haben das fast täglich aus dem Ausland nach Deutschland zurück. 522. Moment. Wie bei diesem Herrn zum Beispiel, der jetzt in Ungarn eine Straftat begangen hat, da einen Teil seiner Strafe abgesessen hat und den Rest jetzt hier in Deutschland absitzt. Das ist also nichts Ungewöhnliches, das kommt ständig vor. Eher selten ist dieser Anblick für Straftäter, bleibt es auch. Der Mann kommt noch heute in die Justizvollzugsanstalt. So, mal gucken, wo die hin sind. Zu 7 Jahren Haft wurde der Deutsche in Ungarn verurteilt. Bandenkriminalität, Drogenhandel. 4 Jahre davon muss er in Deutschland noch absitzen. Es muss jetzt erstmal die Übergabe vorbereitet werden. Das heißt, die ganzen Papiere, die die ungarischen Kollegen dabei haben, müssen jetzt abgeglichen werden. Dann müssen wir den ja übernehmen von den Ungarn, damit die auch wissen, ja, er ist übergeben worden hier in Deutschland an die Bundespolizei und wird dann hier auch der JVA zugeführt. Und dann wird er gleich noch den Haftbefehl vorgelegt kriegen, wird noch ein paar Sachen unterschreiben müssen und dann wird er in die JVA eingeliefert. Das geht eigentlich jetzt relativ schnell alles. Alles in Ordnung bei Ihnen? Ja? Setzen Sie sich hin, wollen Sie ein Glas Wasser oder irgendwas? Nee, eine Zigarette würde ich mir gerne rauchen. Ich versuch's mal. Sie haben aber keine eigenen, oder? Nee. Ich guck mal, was ich machen kann, okay? Bleiben Sie erstmal sitzen, ganz in Ruhe. Wir machen hier mal so eine Kette davor. Aber es wird nicht abgeschlossen. Ja, das ist schon mal eine Erleichterung. Okay, be safe. That's no problem. So, jetzt brauche ich eine Zigarette irgendwo her. Da wird gerne eine rauchen. Der Festgenommene kommt nicht mehr zum Rauchen. Der Gefängniswagen ist eingetroffen und die ungarischen Kollegen müssen auch los. The colleagues coming to you, pick you up and bring you to the plane, okay? Okay. See you, bye. Gut, also hat ja alles gut geklappt. Na, ihr macht jetzt das Weitere mit ihm, der wird jetzt nochmal durchsucht. Muss er noch die ganzen Sachen unterschreiben und dann liefert ihr den hier ein. Wir machen jetzt Feierabend für heute. Hat Spaß gemacht mit euch, Zusammenarbeit war gut. Und dann bis zum nächsten Mal. Also, macht's gut, ne? Ja. Tschüssi. Ja. Gut, dann mach ich das Auto leer und dann bringe ich dir den Schlüssel.